Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 17. Ja. Christsein im Business mit Kyrill Ebert. Lieber Kyrill, wir kennen uns von einem Unternehmernetzwerk. Die Kathleen hat mich gerade vorher gefragt. Oder hast du einen anderen Gedanke, wo wir uns das erste Mal getroffen haben? Ich glaube, das passt schon ganz gut. Eigentlich haben wir uns das erste Mal bei dir im Büro gesehen. Aber wir kennen uns schon mehr über das Netzwerk, das stimmt. Ja. Okay. Du kommst aus der Ecke aus Nossen. Da gibt's ein ganz tolles Kloster. Erzähl mal, vielleicht kannst du den Zuhörern mal was über das Kloster in Nossen erzählen. Nächste Frage. Habe ich keine Ahnung, du. Du darfst Hast auch du mich auf gerne, den kalten Fuß erwischt, du. du darfst dich auch erst mal gerne ein bisschen vorstellen, mal Ja, wollte ich gerade sagen, ja. zu dir mal was sagen, genau. Ja. Genau, ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung, bei dem Podcast dabei zu sein. Genau, mein Name ist Kyrill Ebert und ich bin Familienvater von 5 Kindern und darf seit ungefähr 7 Jahren jetzt hier in der Nähe von Nossen auf einem kleinen Bauernhof leben. Sind davor aus Dresden herausgezogen und freuen uns, in Kontakt zu sein mit vielen tollen Menschen. Okay. Liebe Kathleen, stell dich auch mal vor, dass die Zuhörer wissen, wer du bist. Ja, Kathleen Kitsche, genau. Wir haben eine Kälterei hier in der Oberlausitz und mit dem Walter machen wir jetzt natürlich den 17. Podcast hier zusammen und ja, freue mich, dass wir so weit gekommen sind schon und freue mich auf eine neue Zeit jetzt wieder, auf ein tolles Gespräch. Genau. Und ansonsten gerne immer Fragen in die Kommentare stellen und dann beantworten wir alles im Nachgang gerne. Genau. Lieber Kyrill, wo bist denn du aufgewachsen? Ich komme aus dem schönen Erzgebirge, ganz genau Westerzgebirge in der Nähe von Schneeberg. Da gibt es so ein kleines Dorf. Und dort bin ich groß geworden. Dort spricht man normalerweise auch ganz anders, wie ich jetzt rede, also erzgebirgisch. Aber ich versuche mich hier zu bemühen, Hochdeutsch zu reden. Aufgewachsen, wie lange bist du dann dort gewesen? Ja. Genau, also aufgewachsen heißt, ich habe meine Kindheit dort verbracht und mit 20 Jahren bin ich dann ungefähr weggezogen. Und es war aber eine sehr prägende Zeit, weil wir als Großfamilie auch dort gewohnt haben. Also meine Großeltern waren mit im Haus und alle Onkels, Tanten, Cousinen und Cousins haben alle im Umkreis von 5 Kilometer, sage ich mal, gewohnt. Und wir sind eine sehr, sehr große Familie und das war eine echt gute, prägende Zeit. Und Entschuldigung, kannst du sagen, du kommst aus einem christlichen Elternhaus? Genau, ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Auch meine Großeltern sind sehr gläubige Leute. Habe damit viele Berührungspunkte gehabt mit Glauben, mit Gott, mit Gemeinde. Und es war natürlich, weil ich in diesem Kontext aufgewachsen bin, sehr prägend. War das dann für dich schon immer auch dein Weg oder hast du dann auch später nochmal so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo du dann selber für dich den Glauben festgemacht hast? Ja, also viele Dinge hat man natürlich einfach so als Kind aufgenommen und für selbstverständlich gehalten. Aber im Zuge dessen, dass ich ja auch irgendwann erwachsen geworden bin oder erwachsener geworden bin, hat man sich Fragen gestellt. Und natürlich kam ich auch an den Punkt, dass ich gemerkt habe, Glauben oder Religion ist alles schön und gut, aber es muss eine persönliche Entscheidung dahinter stehen. Und da muss ich sagen, bin ich dankbar, dass ich auch einen Mentor hatte, der mich immer wieder begleitet hatte. Und durch viele gute Gespräche und auch tolle Freunde, die wir damals hatten, bin ich schon auch auf dem Weg begleitet worden hin zu dem Thema, dass ich selber gesagt habe, okay, ich will selber eine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Also war meine Entscheidung sozusagen, diesen Weg auch zu gehen. Jetzt bist du, ich kann dich jetzt vom Alter her nicht einschätzen, ich gehe mal davon aus, du bist so 5 Kinder um die 40. Genau, also es trifft es schon ganz gut, bisschen positiv formuliert. Also ich bin 46 Jahre alt,
Habe, glaube ich, mit 26 Jahren geheiratet. Mhm. Und Unser, da bitte, bist du ja so ein Wendekind, oder? Da warst du so 10, oder? Wo die Wende. ja, genau. Hast Also du ich kenne vorher. das noch mit Orangen im Supermarkt, die einmal im Jahr waren, die geschmeckt haben, wie vielleicht ein zäher Schwamm. Und man hat sich trotzdem gefreut, genau. Und wenn jetzt, wir haben in den ganzen Podcasts immer wieder mitbekommen, dass die Eltern schon zu wichtigen oder immer wieder ausgeschlossen wurden in verschiedenen Bereichen im Leben der DDR. War das bei deinen Eltern auch so? Genau, also das habe ich als Kind natürlich jetzt nicht so bewusst wahrgenommen, aber im Gespräch mit meinen Eltern, auch im Nachhinein, würde ich schon sagen, sie waren politisch verfolgt, weil sie in der Kirche angestellt waren. Also nicht in der Staatskirche, sondern in der freien Kirche. Und wir hatten viele Repressalien zu erleben. Es war nicht so, dass es physisch war, aber man hat es immer wieder gemerkt, ne, dass man ausgegrenzt war oder gewisse Schikanen auch erlebt hat. Auf der anderen Seite hat es auch wiederum geprägt, weil wenn man weiß, dass man an etwas glaubt, wofür es sich lohnt, auch sowas zu riskieren, hinterlässt es schon Fußspuren im Leben. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel von früher, wo das einfällt? Mm, naja, also klassische Beispiele sind unter anderem, wir waren nie bei den Pionieren, weder bei den Jungpionieren noch bei anderen Organisationen. Und damit war man automatisch Außenseiter in der Klasse oder der Schule. Und das hat natürlich schon seinen Preis gehabt, wenn man dann oft am Rand steht oder ausgelacht wurde oder diskreditiert wird. Und auf der einen Seite prägt es natürlich nicht nur positiv, auf der anderen Seite schärft es auch ein bisschen das Profil, Dinge anders wahrzunehmen, auch in kritischen Situationen. Es ist ja im Erzgebirge schon ein sehr christlicher Landstrich, ja. Mhm. Da warst du sicher auch nicht das einzigste Kind in der Klasse, oder? Da muss ich ehrlich sagen, ich war das einzige Kind, was sich nicht dem System gebeugt hat. Mhm. Das heißt nicht, dass alle anderen bei allem mitgemacht haben. Aber wir waren schon die Familie, auch in unserem Dorf, muss ich schon sagen, die ein bisschen eine Ausnahme war, auch in den religiösen Gruppen. Wann, Kam ja dir die Wende dann eigentlich zugute, kann man sagen. Du hast dann studieren können und solche Sachen. Das war ja dann zur DDR-Zeit eher schwierig, wenn man dann christlichen Glauben ziemlich aktiv war, oder? Mhm. Also wie gesagt, als Kind habe ich das nicht mitbekommen. Für mich war vieles einfach normal. Ja. Aber wie mein Papa zum Beispiel, der durfte die Ausbildung oder das Studium nicht machen, was er machen wollte, durfte keine weiterführende Schule machen. Wir wussten natürlich auch, dass wir komplett überwacht waren als Familie. Ähm, Das hat auch seinen Preis gehabt. Und ja, für mich war die Freiheit nach der Wende, glaube ich, vor allen Dingen die, dass man überall hinreisen konnte. Das war, glaube ich, für uns was ganz Besonderes. jetzt bist du, hast erzählt, mit 20 von daheim weg. Wo hat sich der Weg hingeführt? Ja, durch das Studium anfangs in Zwickau und dann mit verschiedenen Stationen, auch in Berlin im Praktikum, bin ich dann schon an verschiedenen Orten gewesen und habe vieles so erlebt und erfahren. Und bin ganz dankbar auch für diesen Blick, weil so ein behütetes Zuhause ist was sehr Wertvolles. Aber der Schritt in die Welt ist natürlich auch nochmal ein anderer Weg, den man dann einschlägt, auch mit Verantwortung, die man übernimmt. Und einer Wahrnehmung, die man vielleicht vorher gar nicht so hatte, ne, mit dieser behüteten Welt und daraus aufzutauchen, war schon teilweise sehr spannend, aber auch herausfordernd. Jetzt, wenn du das mal betrachtest, hast du dann auch in diesen einzelnen Stationen immer Anschluss gehabt an kirchliche Gemeinden? Hm, Ich hatte das nicht immer so im Fokus, aber es war immer irgendwie ein Teil meines Weges. Mhm. Also entweder ergab sich das durch Freundschaften oder ich weiß, in Berlin hatte ich eine Vermieterin, die war Jüdin in einer messianischen Gemeinde und hat mich dann zum Beispiel in die messianische Gemeinde mitgenommen. Das war also immer Teil auch des Lebens, was für mich selbstverständlich war. Mhm. Aber du bist jetzt nicht direkt aktiv dann irgendwo hingezogen und hast gesagt, jetzt suche ich erstmal nach einer Gemeinde, dass ich da wieder Anschluss finde oder so. Nee.
Nicht direkt, aber es hat immer dazugehört. Also zum Beispiel gibt's immer den evangelischen Studentenkreis. Sowas war für mich völlig normal, auch mit dabei zu sein. Und natürlich habe ich da schon gesucht und war auch ein Teil davon. Aber es war nicht so, dass es mein erster Schritt gewesen wäre, eine Gemeinde zu suchen. Aber es war immer einfach Teil der ganzen Geschichte, auf jeden Fall. Das, was du heute machst, war das mal dein Plan, dein Lebensplan, in der Werbung zu arbeiten? Ja, also ich glaube, mein Lebenstraum war gewesen, Zimmermann zu werden, weil ich sehr gerne mit Holz arbeite. Aber es gab verschiedene Gründe, warum sich das dann nicht so ergeben hat. Und mein Steckenpferd und das, was ich gerne gemacht habe, war am Computer basteln, so als Kind oder mit Technik schrauben. Und das fing ganz klein an, ne, dass man Computer auseinandergebaut hat und zusammengebaut hat. Ging dann halt weiter, dass man die ersten Dinge programmiert hat. Und im Studium war das dann so gewesen, dass Firmen auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich denn eine Homepage für sie machen könnte. Und es waren natürlich Zeiten, wo damals Webseiten in einer Art und Weise gemacht wurden, die sehr, sehr rudimentär und einfach waren im Vergleich zu heutiger Technologie. Genau, das war so, wenn man das zusammenfasst, der Einstieg gewesen. Gut. Ist aber immer noch das, was du gerne machst jetzt. Ich baue immer noch gerne mit Holz. Damit verdiene ich aber kein Geld. Und natürlich die Profession zum Thema Computer, Internet ist nach wie vor das, genau, was mich auch im Berufsalltag ausfüllt. Jetzt kommst du, dann hast du ja irgendwann deine Frau kennengelernt, hast die von Schneeberg mitgebracht oder wo hast du deine Frau gefunden? Ja, das sind ja auch manchmal solche Wege, wie Gott einen führt, ne? Ich war zu einem Volleyballturnier und habe dort meine Frau kennengelernt. Genau, ich habe früher viel Sport gemacht. Und da sind wir uns, glaube ich, zweimal über den Weg gelaufen innerhalb kurzer Zeit. Und das waren aber auch Zeiten, wo es gerade so die ersten Handys gab. Das heißt, man hat noch viel über Brief und über Telefonate kommuniziert. Weil wir auch über 100 Kilometer auseinander gewohnt haben, waren das so die Anfänger gewesen. Genau. Also wo hast du dortmals gewohnt? In Dresden oder in Mittweida oder? Ich hatte in Mittweida gewohnt, genau. Ah, okay. Ja. Gut. Wenn du jetzt mal zurückblickend anschaust, dein Weg mit Gott, wo würdest du sagen, wo ist deine wo du dein Glauben am stärksten war oder dein Glauben so eine gewisse Wendung genommen hat? Ja, man hat ja immer solche, ich sage immer so 7 Jahre. Es gibt also 7-Jahre-Zyklus, wo das Leben sich nochmal komplett verändert. Ich will das jetzt weder bejahen noch verneinen. Ich würde aber von meiner Seite aus sagen, es gab jetzt kein gravierendes Datum oder eine wahnsinnige Entwicklung, weder im positiven noch im negativen Sinn, sondern ich glaube, das waren viele, viele Impulse und Erlebnisse im eigenen Leben, wo ich gemerkt habe, das hat meinen Glauben nach vorne gebracht oder hat mich gestärkt. Das waren unter anderem natürlich private Herausforderungen, wenn man verheiratet ist, auch Kinder bekommt. Und für uns stand damals, als wir geheiratet hatten, die Diagnose, wir werden niemals Kinder bekommen. Und das war natürlich eine Frage oder auch ein Wunder, dann Kinder zu bekommen. Deswegen heißt auch unser erstes Kind Wunder Gottes. Und auch berufliche Herausforderungen. Ich war über 10 Jahre Alleinverdiener von einer Familie mit vielen Köpfen, die auch oft Hunger haben und versorgt werden wollen. Und das, genau, in der freien Wirtschaft ist für mich immer so das größte Wunder gewesen, dass Gott uns da durchgetragen hat, als Familie. Ihr habt da als Familie ja dann nicht in Schneeberg gewohnt, sondern, wie ich es mitbekommen habe, jetzt, wie du gesagt hast, in Dresden, oder? Genau. Also seit 2004 haben wir in Dresden gewohnt und hatten dort unsere Heimat, unsere Arbeit und unsere Gemeinde, unsere Freunde. Das war schon unser Zuhause über 14 Jahre lang. Welche Ja, Gemeinde? seit 2017 dann hier. Welche Gemeinde wart ihr in Dresden? Wir haben eigentlich seit 2005 zu der evangelisch-freikirchlichen Mennonitengemeinde gehört. Und also 2017 seid ihr dann nach Nossen gezogen? Genau, 2017 mit 4 Kindern nach Nossen gezogen. Was war der Antrieb, dass ihr dann rausgeht aufs Land?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich werde sie gar nicht so im Großen so erzählen können. Aber für uns war immer die Frage, wo will Gott uns haben? Was ist unser Platz? Und Platz hatten wir in der Stadt nicht gehabt. Also wir haben 4 ziemlich wilde Kinder, um das vorsichtig auszudrücken, die viel Freiraum brauchen. Und wir lieben eigentlich das Leben auf dem Land. Nicht, Mhm. dass wir das Leben in der Stadt nicht gemocht haben. Wir haben das auch sehr geschätzt, kurze Wege zusammen, Freunde in der Nähe zu haben, Gemeinde zu haben. Aber wir haben immer wieder gewusst, das Leben auf dem Land ist eigentlich das, was wir wollen, was wir brauchen. Besonders was die Kinder brauchen. Und wir haben aber durch verschiedene Ereignisse immer wieder gesagt, wir wollen hier niemals in diese Region Lommatscher Pflege ziehen. Weil da hatten wir Erfahrungen gemacht und manchmal triggern einen so bestimmte negative Dinge im Leben. Und schlussendlich, man sollte nie sagen, sind wir genau dort gelandet, wo wir immer gesagt haben, da wollen wir nie hinziehen. Und wir fühlen uns hier so wohl und so gesegnet und an dem richtigen Platz, wo wir unser Zuhause sind. Jetzt hast du dir dort eine eigene Gemeinde aufgebaut. Erzähl mal. Ja, ich habe mir jetzt natürlich jetzt keine eigene Gemeinde aufgebaut, sondern das war für uns auch so ein Wunder. Wir sind hier herausgezogen 2017 und wir haben immer wieder gewusst, da wo wir leben und wo wir zu Hause sind, da wollen wir auch Gemeinde sein oder Gemeinde bauen. Und natürlich kannten wir ja ganz wenig Leute und das war für uns so schon ein großes Wunder, dass wir innerhalb von kurzer Zeit zu ganz vielen Christen hier Kontakt gefunden haben. Und so ein Motor war im positiven Sinn auch die Corona-Zeit, weil das eine Zeit war, wo die Kirchentüren zu waren und wir gemerkt haben, wir haben trotzdem den Auftrag, uns zu versammeln und Gott zu loben. Und das war eine ganz prägende Zeit, weil wir dadurch sehr, sehr viele Leute kennengelernt haben. Und das sind noch jetzt ein paar Jahre her. Aber unterm Strich ist es so, dass wir gesagt haben, wir wollen Gemeinde gründen und momentan befinden wir uns in einer aktiven Gründungsphase zu einer offiziellen Gemeinde. Mhm. Wie viele Leute seid ihr da? Das ist schwer, weil wir bestehen aus so einem kleinen Kernteam und vielen Gästen, die immer wechselnd sind. Aber meistens sind wir so im Gottesdienst zwischen 15 und 30 Leuten. Schön. Ja. Und Das macht ihr dann bei euch im Haus sozusagen, in der Hausgemeinde? Genau, offiziell nennen wir uns Hausgemeinde oder sind eine Hausgemeinde. Das heißt, wir treffen uns in manchmal kleinen, engen Wohnzimmern, manchmal aber auch in einem Stall oder in einem Gebäude, wo ein bisschen mehr Platz ist, je nachdem, wo wir aufgenommen werden oder einen Gottesdienst feiern dürfen. Genau. ja, Kloster Azella nicht schlecht. Die haben Platz auf jeden Fall. Die haben Platz, ja. Mhm. Wenn du jetzt dein Business anschaust, es gibt ja viele Firmen, die sagen, ja, ich arbeite nur mit Christen zusammen. Ich kenne da einige und die bringen mir mein täglich Brot. Wie sieht es bei dir aus? Du bist heute in einer Werbebranche. Kannst du mal ganz detailliert sagen, was du machst und wer deine Kunden sind? Ja, also sehr spannende Frage. Dadurch, dass ich jetzt über 20 Jahre schon am Markt aktiv bin, ist es ein relativ breites und großes Portfolio. Früher war es von Großindustrie bis hin zu medizinischen Einrichtungen ziemlich breit gefächert. Das war aber so das Spektrum in der Stadt. Und seitdem wir hier auf dem Land leben, hat sich das schon sehr verschoben Richtung Mittelstand. Das heißt, Handwerker, kleinere Betriebe, Cafés, soziale Einrichtungen. Und wir gestalten als kleine Agentur vor allen Dingen Webseiten, E-Commerce-Shops, digitales Marketing, wozu auch Social Media gehört oder E-Mail-Marketing-Kampagnen. Aber eigentlich immer mit dem Ziel, Leuten wirklich zu helfen und schöne Produkte zu entwickeln, wo der Kunde sagt, das ist mir wirklich viel wert. Und hast du Mitarbeiter auch oder bist du? Also ich bin selbstständig, arbeite aber mit einigen freien Mitarbeitern zusammen und Selbstständigen, die sich spezialisiert haben auf andere Themen, die ich jetzt weniger abdecken kann und bin sozusagen in einem Netzwerk mit anderen selbstständigen Firmen unterwegs, um die verschiedensten Herausforderungen zu meistern. Sind die auch Christen? Ich frage jetzt gleich, ob es neue Teilnehmer für unseren Podcast.
Ja, nein, größtenteils nicht. Es sind einfach ganz normale Menschen und Freunde, die ja auch ihre Passion leben und in der digitalen Welt unterwegs sind. Für dich ist nie Schneeberg wieder so ein Zurückgehen für dich und für deine Frau gewesen? Oder wolltest du an der Stadt, näher an der Stadt ranbleiben? Also wir sind ja 13 Jahre in Dresden gewesen Hm. und Dresden ist für uns eine Heimat geworden. Und durch die Mobilität, also mit Auto unterwegs zu sein, auch Großeltern zu besuchen, schrumpfen ja Entfernungen in der heutigen Zeit doch ganz schön. Ähm, Die Frage, ob wir zurückgehen, war jetzt nie wirklich so da, sondern eher so die Frage, wo soll unser Platz in der Zukunft sein? Und Mhm. das eher offen. Mhm. Dass das natürlich jetzt die Lommatscher Pflege gewesen ist, was jetzt gar nicht so weit weg von Dresden ist für uns eine schöne Sache, weil in Dresden haben wir auch Familie, Mhm. haben auch viele Freunde nach wie vor hier in der Region und ja, aber das heißt nicht, dass Schneeberg eine schlechte Ecke wäre oder nie wieder zurückkommen würden. Wir sind gerne dort und freuen uns da Gäste zu sein, Mhm. auch bei Großeltern, Verwandten. Mhm. Ja, das ist immer wieder ein schöner Anlaufpunkt für uns. Jetzt hast du ja gesagt, du wärst gern Zimmerer geworden, du bist aber in eine ganz andere Fachrichtung gekommen. War natürlich auch, du hast gesagt, du hast einen Bauernhof. Wie alt ist dein Bauernhof und wie viel musst du sanieren an deinem Bauernhof? Naja, ich könnte jetzt Bilder zeigen, aber der Bauernhof ist jetzt ungefähr 230 Jahre alt. Besteht aus dicken Felsblöcken und Stein und viel Lehm. Ja, es gibt noch viel zu sanieren, aber unsere Vorbesitzer, die schon angefangen hatten zu bauen, die haben schon viele gute Grundlagen gelegt. Aber ich sage immer Freunden, die zum Bauen vorbeikommen wollen und sagen, ach, wir schaffen das diesmal nicht. Ach, ihr könnt auch die nächsten 20 Jahre noch kommen. Wir haben bestimmt noch so viel zu tun. Also da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Arbeit. Mhm. Dann kannst du dann dein Hobby quasi da noch ein bisschen ausleben, mit Holz zu arbeiten. Ja, also da gibt's einige interessante Projekte, manche auch schon umgesetzt, manche in der Planung. Manches Holz trocknet noch, um für die Verarbeitung bereit zu sein. Genau. Wie sind jetzt deine Kinder in das Gemeindeleben mit eingebunden? Ja, eine ganz spannende und herausfordernde Frage, weil unsere Gemeinde ist ja sehr klein. Wir haben wenig junge Leute. Das heißt, wir leben schon ein bisschen in diesem Zwiespalt, auf der einen Seite Gemeinde zu sein, aber auf der anderen Seite noch keine Gemeinde zu sein, wo die Kinder ein Zuhause gefunden haben. Mhm. Das beschäftigt uns schon sehr und wir haben verschiedene Ideen oder es gibt Fragen, die wir einfach haben, wo es noch keine Antworten gibt. Aber ich glaube, wir sind da im Gespräch mit unseren Kindern, diskutieren viel, sehen uns auch selber in der Verantwortung, Lösungen zu finden und Lösungen zu bieten. Und natürlich das große Thema, ne? Also Logistik, Kinder irgendwo hinzufahren, zu irgendwelchen Konzerten, Freizeiten, Seminaren, zu Freunden, die auch Christen sind, mit denen die sich treffen. Das ist gerade schon der herausfordernde Punkt, ohne dass wir jetzt für alles eine Lösung haben. Mhm. Gut. Jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Ich wollte mal testen, ob du die Lommatscher Pflege schon gut kennst. Ja? Kennst du das Café Emma? Das Café Emma kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Also bist noch nicht angekommen nach den vielen Jahren. Ich bin noch nicht in jedem Dorf angekommen, nein. Also mit 5 Kindern kommt man auf dem Spielplatz an, im Fußballverein, in der Schule an, im Kindergarten an, Mhm. bei verschiedenen Familien, wo die Kinder dann zu Gast sind. Genau. Und Mhm. auch bei manchen Ärzten oder auch mal im Krankenhaus. Ja, aber sonst gibt es bestimmt noch viele Orte, die wir hier entdecken können. Mhm. Ja gut, Gatewitz ist auch so ein Ort. Gibt schöne Gästezimmer. Gut, Gradewitz gibt's auch guten Kaffee und guten Kuchen. Ja. Gut. Und arbeiten muss man ja zwischendurch auch noch ein bisschen, ne? Da hat man ja auch nicht so viel Zeit dann. Irgendwo muss es ja herkommen. Ich habe immer so eine spannende Frage am Schluss oder so zwischendurch vielleicht auch. Sag mal, was keiner über dich weiß. Was vielleicht nicht jeder über mich weiß, ich backe 4-mal die Woche Brot. Mhm. Hast du einen eigenen Backofen zu Hause oder ein
Ich würde sagen, ganz normal Backofen in der Küche. Hm. Ja. Okay. Also keinen speziellen Backofen. Mhm. Ganz normal. Ich glaube, das geht in jeden Ofen ganz gut. Einfach als Hobby oder machst du das dann für deine Freunde klein mit, wenn du sagst, backst 4-mal die Woche? Naja, prinzipiell ist es ein bisschen Eigennutz, ne? Also erstens schmeckt das selber gebackene Brot wesentlich besser als in jeder Backstube, die ich so kenne. Und dann ist es auch so, wir haben ja 5 Kinder, die alle Hunger haben und auch 3 pubertierende Kinder, auch 3 Jungs sozusagen. Okay. Und ich würde sagen, unterm Strich essen die mehrere Kilo Brot jede Woche. Ja. Ist das Gebet für dich am Tisch wichtig? Es ist wichtig und gehört einfach mit dazu. So wie vielleicht das Händewaschen oder das Zähneputzen abends oder früh. Mhm. Vielleicht eine Routine geworden, aber vielleicht auch nicht nur eine Routine, sondern auch immer wieder eine bewusste Entscheidung. Mhm. Kathleen, du bist immer so spannend in deine Fragen. Findest du? Du nimmst mir viele Fragen immer vorweg. Dann bist du immer, also wir sind ziemlich gleich im Gedanken. Genau, aber wir nennen uns ja Christian im Business. Dann nochmal zu deinem Business zurück, wenn du jetzt mit den Kollegen zusammenarbeitest, wie lebst du da im Berufsleben deinen Glauben? Wissen die, dass du Christ bist? Und ich sag mal, du hast ja auch ein bisschen auf deiner Startseite im Internet auch so ein Schöpfungsthema. Mhm. Wie gehst du damit um? Also ich bin nicht jemand, der mit der Haustüre reinfällt ins Büro bei jemand anderen. Ich denke, es sind vielleicht so die dezenten Details, die man immer wieder auch so sagt oder erwähnt oder auch welche Grundlagen man hat. Genau, es gehört ja auch zu meinem Slogan, wunderbare digitale Produkte zu entwerfen, die inspiriert sind durch die Schöpfung und das alles andere am Ende aber zur Ehre Gottes dienen soll. Das ist für mich schon wichtig, ne? Aber es ist nicht so, dass ich das als zentralen Mittelpunkt sehe, sondern das Business ist einfach mein Geschäft und bei allem, was ich tue, ist diese Grundlage da, ne? Dass ich das zur Ehre Gottes machen möchte. Und wenn du so Projekte jetzt auf den Tisch kriegst, also was du da so machst, entscheidest du da auch, sagst du jetzt, wenn jetzt christliche Herausforderungen kommen oder irgendwelche Gemeinden, nach was entscheidest du dann, welche Projekte für dich am spannendsten sind oder am lukrativsten oder? Ja, es kommen natürlich viele auf mich zu, die entweder aus einer gemeinnützigen Organisation sind oder kirchlichen Hintergrund. Ob ich mal schnell oder günstig was machen kann, das ist natürlich am Ende des Jahres oder des Tages nicht produktiv, für mich als Unternehmer. Ja. Das heißt, ich muss schon abwägen, mit was kann ich auch meine Familie ernähren. Was sind auch gute Projekte, die wirklich auch interessant sind und auch Mehrwert entwickeln. Aber prinzipiell sage ich immer, ein Budget ist nie ein Ausschlusskriterium, sondern man kann über alles reden. Also du hast ja auf deiner Webseite, haben wir jetzt im Vorgespräch ja festgestellt, dass du in Herrenhut was gemacht hast. Erzähl mal darüber, über das Projekt. Ja, dadurch, dass wir in Kontakt mit vielen anderen Menschen und Christen sind, sind wir auch verbunden mit Missionswerken und christlichen Organisationen. Und das ist eine internationale Missionsgesellschaft, die Gemeindeleiter und Christen ausrüstet für den Dienst. Und die haben jedes Jahr eine Konferenz irgendwo auf der Welt. Letztes Jahr war es Malawi, 2024 war es Herrnhut gewesen. Und da waren wir aktiv mit dabei. Und dadurch, dass wir das vor Ort hatten, also hier in Sachsen, war es natürlich selbstverständlich, dass da auch bei dem digitalen Thema ich mit vor Ort bin. Genau. Die Kathleen wohnt da ganz in der Nähe von Herrenhut. Ich habe eine andere Beziehung zu Herrenhut. Ich kenne den Daniel Neuer. Das ist der Architekt in Bertelsdorf. Wir kennen uns jetzt schon über fast 30 Jahre. Ich habe immer mal geholfen, zu einem Jubiläum ein Wetterschutzdach zu bauen, wo ich noch beim Spezialgerüstbau war. Das haben wir ihm kostenlos, also ein Hersteller hat das Material gesponsert und wir haben ihm kostenlos das aufgebaut dort mal. Seitdem kennen wir uns. Und er ist in diesem Jahr der Governor
von Rotary. Also wir treffen uns regelmäßig jetzt über Rotary und haben immer die Verbindung zu Herrenhut über die Jahre gehalten. Und unser erster Podcast war mit der Doris Ja, Moosberger, oder? Moosberger? ja, genau. Moosberger, genau. Das war unser erster Podcast und die ist Chefsekretärin von den Herrenhuter Sterne. Ach, okay. Ja, Mhm. interessant. Also schließt sich immer der Kreis Richtung. Ja, genau. Also die Welt ist wirklich klein, ne? Ja. Ja. Zumal Herrnhut ja so doch durch die Herrnhuter Losung und so doch vielen auch ein Begriff ist, einfach vom Wort Herrnhut halt. Das ist Genau. immer Und die spannend, wenn man da. Ja, die Konferenz, da war der Schlüsselpunkt das Zinzendorf und das Erbe von Zinzendorf und deswegen war die Konferenz dann 2024 dort. Mhm. Ja. Gut. Ja, Katrin, hast du noch Fragen? Fällt dir noch was ein? Nee, du hast eigentlich erst schon diese spannende Frage gestellt, was keiner über dich weiß. Ich stelle das meistens gerne so. Gibt es irgendeine Frage, die du gerne beantworten möchtest, die dir aber noch niemand gestellt hat? Es gibt bestimmt viele Fragen, die mir niemand gestellt hat. Ja. Aber keine spontan, wo ich sage, dass die mir jetzt wichtig vorkommt oder ganz relevant ist. Liegt dir was Besonderes auf dem Herzen, was wir vergessen haben? Naja, vielleicht auch das Thema, wir haben ja im Voraus kurz ein paar Punkte angesprochen, was meine Vorbilder sind oder welche Menschen mich vielleicht irgendwo beeindruckt haben oder Fußspuren hinterlassen haben. Ja, erzähl. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne fragen. Ja. Ja, also ich hatte ja schon kurz erwähnt, ne, ich habe jetzt weniger wahnsinnig spektakuläre Dinge erlebt, aber viele Dinge, die schon nachhaltig auch Fußspuren hinterlassen haben. Und das war unter anderem mein Elternhaus. Ne? Also meine Großeltern waren sehr gläubige Leute und dazu hat auch mein Opa gezählt und das war völlig normal, dass ich abends zu meinem Opa runtergegangen bin und er hat immer tief über seiner Bibel gehangen und war beschäftigt mit Lesen und Recherchieren und noch mehr lernen und noch mehr wissen und noch mehr auch Jesus kennenlernen. Und das hat mich immer so fasziniert und meistens habe ich ihm dann eine Flasche Wernes Grüner gebracht, weil das war immer sein tägliches Abendritual, die Flasche auf dem Ofensims warm zu machen und dann hat er diese Flasche immer bekommen, hat immer eine halbe Flasche Bier jeden Abend getrunken und wir hatten viele, viele spannende Gespräche gehabt. Genau, das war zum Beispiel eine Person, die mich indirekt oder auch direkt auch über die ganzen Jahre sehr beeinflusst hat. Und natürlich auch die Biografie meiner Eltern, weil ich glaube, sie haben viel riskiert mit ihrem Weg zu sagen, wir entscheiden uns für Gott und den Glauben und nicht für den seichten Weg in einer politischen Verfassung, die ziemlich restriktiv vorgegangen ist. Und ich weiß, wir haben viele, viele krasse Wunder erlebt. Also mein Vater hat ja auch kein Geld weiter verdient. Und ich kann mich an solche Sachen erinnern, dass wir kein Auto hatten oder nicht wussten, wie wir als Familie mobil sein konnten. Und es gab Sponsoren und auf einmal stand ein Auto vor unserer Haustür geschenkt. Mhm. Also das waren schon, oder der Briefkasten war voll mit Geld oder andere Dinge. Keiner wusste, wo es herkommt. Hast du Geschwister oder bist du allein Einzelkind? Also ich habe 3 Geschwister, wir sind sozusagen zu viert in der Familie gewesen und unsere Eltern. Ja, ich bin der Älteste, ich habe noch eine ältere Schwester und 2 jüngere Geschwister. Und hast du aus der Zeit, oder gibt es da auch so einen Bibelvers zum Beispiel, der dich da begleitet oder den du da gerne uns und unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Also ich habe jetzt keinen konkreten Bibelvers oder da eine spezielle Stelle in der Bibel. Was mir natürlich immer wieder so Mut gemacht hat, waren auch spezielle Personen in der Bibel oder in den Geschichten, die mutig waren oder voller Vertrauen auch Gott gefolgt sind, obwohl manchmal die Umstände nicht so toll waren oder die Zeichen nicht da waren. Ne? Also es gab eine Verheißung von Gott oder einen Auftrag und die Umstände waren halt oft nicht gerade so, dass man menschlich sagen konnte, okay, wow, so ein toller Auftrag oder so ein wahnsinnig geniales Projekt, sondern es war ja oft umgedreht, dass die Widerstände groß waren. Und das macht mir immer wieder Mut, so im eigenen Leben, weil ja auch nicht immer alles so 100% läuft oder die Umstände nicht immer
ganz so sind, dass man sagt, wow, was für ein Traum. Und trotzdem finde ich es wichtig, so treu zu sein und treu zu bleiben, ja, in dem, was man glaubt und im Vertrauen Gott zu folgen. Welche Person aus der Bibel ist das jetzt speziell, wenn du... Ich würde sagen, nicht speziell. Das geht von David los, Abraham, solche bekannten Helden, ne, bis hin zu den Propheten, die, finde ich, oft sehr, sehr mutig waren und Dinge angemahnt oder gesagt haben, die eigentlich völlig konträr waren zu der landläufigen Meinung. Also ob das nun Amos war oder Hesekiel, Jesaja, da gibt es viele, viele wirklich tolle, mutige Leute. Und das inspiriert mich immer wieder sehr. Gut. Danke für dein Gespräch, danke für deine Zeit. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Nächstes Mal Die bitte Fragen. noch besser vorbereiten über das Kloster Azella. Ja. Ja, ich merke, wir können hier noch einiges kennenlernen, nicht nur Cafés und Kloster Alzella, gibt ja noch versteckte Winkel und Ecken, die wir entdecken. Ja, genau, gibt viel. Ich fahre ganz gern mit meiner Harley durch die Lomatscher Pflege, weil es ja immer wieder was zu entdecken gibt, was Schönes, ja. So ganz kleine Dörfchen, ja. Wenn man so mal für die, wo das nicht kennen, die Lomatscher Pflege, man kann die ein bisschen eingrenzen zwischen Meißen, Riesa, Oschatz, Nossen, so in der Ecke drin ist die Lomatscher Pflege. Genau. Und besonders zu empfehlen im Frühling, wenn alles grün wird, die Bäume blühen. Also unsere Nachbarn und auch wir vergleichen die Lomatscher Pflege gerne mit der italienischen Toskana. Mit den sanften Hügeln, den Bäumen, die Horizonte säumen. Ganz wunderschön. Gut. Und was ich gelernt habe, soll der beste Ackerboden Deutschlands geben. Oh ja. Ja. Hier wächst alles, besonders das Unkraut. Ja. Im eigenen Gemüsegarten. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke. Bis bald. Abonniere jetzt unseren Podcast, like die Folge und kommentiere. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk. Mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber.